Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren sehr lukrativen Video. Heute werden wir uns mal ein bisschen mehr auf Starfield konzentrieren. Bethesda hat wieder mal ein richtig geiles Open World, Survival und Craft. Nicht richtig Craft, aber trotzdem ein Survival Open World Video rausgebracht. Und es ist einfach geil. Natürlich gibt es ein paar kleine Dinge, aber das sollte nicht alles sein. Was können wir, was tun wir? Wir haben für euch das Spiel getestet, auf mehrere Tage hinaus und alles uns angeschaut. Und ja, wir haben uns alles angeschaut gehabt von, ja, ich weiß nicht. Wir sind in allen 1000 Dimensionen, all 1000 Planeten gewesen. Wir haben Aliens, wir haben Kreaturen, wir haben gegen Gegner gekämpft. Nun, jetzt kommt das große Aber. Es ist nur ein Einzelspieler. Also das heißt kein Multiplayer. Du kannst nicht mit deinem besten Freund, wie bei Fallout 76, mal zusammen die Welt erkunden. Das gibt's da nicht. Von neben ein Raumschiff zu bauen und zu reparieren oder irgendwo anzudocken, ist doch egal. Es ist ein zahlreiches Spiel. Die haben so viel Mühe und so viel Energie reingesteckt und die Grafik lässt nichts zu wünschen übrig. Die Dimensionen sowie aber auch im Hintergrund zu sehen ist, du kannst den Orbit richtig schön sehen, sowie auch den Umkreis oder die Umlaufbahn von den jeweiligen Planeten. Du kannst die jeweiligen Planeten anschauen, du kannst deinen eigenen Raumanzug verbessern, erweitern oder auch selbst kreieren. Du kannst ja, wie Boba Fett oder Jango Fett mit einem Checkpad rumfliegen. Und das ist doch schon ziemlich cool, finde ich. Naja, aber ein Ding hat es. Du kannst nicht so viel tragen am Anfang. Das heißt, du hast so ziemlich scheiße gelitten. Kannst nur das Notwendigste mitnehmen. Und du hast wieder mal so viele Notizen durchzulesen. Natürlich, was du auch machen kannst, was auch sehr gut ist, die haben wieder mal das reingebracht, dass du die Schulden einreiben kannst für jemanden oder die bei einer kleinen Quest oder bei der Hauptmission selbst entscheiden kannst, wie es laufen soll. Willst du ja, nein? Möchtest du eher taktisch vorgehen oder möchtest du lieber richtig hart in die Eisen reinhauen? Das kannst du entscheiden. Ja, das ist halt dir überlassen. Du kannst das Raumschiff auch selbst steuern. Du bist da nicht da wie ein Ladebildschirm von Star Wars, The Fallen Order oder The Last Jedi oder sonst was. Du selbst tust das entscheiden. Du kannst erkunden, du erkundigst dich bei jeweiligen Planeten, sowie bei, ja, wie wir sehen, bei Star Wars. Du siehst, ja, alte und runtergekommene Orte sowie Dörfer, die wo vom Verfall einfach betroffen sind. Von Wohlhaben ist hier nicht gesprochen, sowie aber auch nicht von einem, ja, sage ich jetzt mal, armen Viertel oder so. Nein, du kannst dich entweder reich oder auch nicht reich, kannst du dich da dort drinnen bewegen und die ganze Welt erkunden. Du kannst auf jeweiligen Planeten andere Kreaturen, Tiere oder sonst was sehen.
Ich denke, meine Meinung dazu, die, ja, das Spiel und die Welten werden sich auf jeden Fall erweitern und irgendwann mal wird wahrscheinlich auch noch eine Multiplayer-Funktion geben. Aber, naja, sind wir mal realistisch. Bethesda hat in der Vergangenheit, sowie auch jetzt in der Zukunft, bei dem Spiel, wird es noch sehr viele, einige Kritik einstecken müssen. Pro und Contra ist bei jedem Spiel dabei, aber Bethesda ist halt nun mal einer der größten Konters. Natürlich, was haben wir? Wir haben wieder eine kleine Minimap und wir haben auch, wie wir auch sehen, Quests, was uns schlussendlich dazu führt, die Mission oder Credits zu erlangen. Was ist Credits? Credits ist die Währung, ja, wo du dir jeweilige Equipments, Outfits oder Skins kaufen kannst. Sowie auch Mods oder auch bauen kannst. So, du hast wieder eine jeweilige Mission oder du hast wieder die nicht fehlen. Du hast wieder Dietriche sowie aber auch gewisse, ja, Missionen oder Aufgaben, wo du erfüllen musst, ob du einen Computer hackst oder ob du eine Portal Gun hackst oder ob du irgendetwas anderes hackst. Das ist alles dabei. Natürlich ist es auch wieder mal für dich selbst ein Erlebnis, wenn du das machst. Natürlich wirst du wieder von den Charakteren Natürlich wirst du wieder in den Charakteren wieder vollgequasselt mit irgendwelchen Lebensgeschichten oder Aufgaben. Naja, wie wir auch gerade sehen konnten, haben wir ein Waffenrad. Es wäre ein Waffenkreuz, wo du wieder mal auswählen kannst. Natürlich können wir wie auch bei Sons of the Forest oder Fallout 76 können wir wieder mal Essen, Medikits oder auch Verbände oder sonstiges wieder mitnehmen. Natürlich spielt das in der fernen Zukunft und einer weit entfernten Galaxis. Wir kämpfen nicht nur gegen Aliens oder Kreaturen, sondern auch gegen Menschen oder Zeitbox oder Roboter, gegen Maschinen oder gegen Systeme. Wir können natürlich aber auch die Forschung, Technologie, Sozial oder die Physik können wir natürlich auch wieder mal trotzen. Das ist doch wieder mal klar gewesen. Und das ist auch wieder mal so ein kleiner Skill, sage ich da mal. Wie bei Fallout 76 kannst du ein Perk auswählen, wo bei dir wie Charisma oder Stärke einfach besser gemacht ist. Du hast wieder mal 1 bis 4 Ränge und hast auch wieder deine eigene Base. Ob das ein Planeten ist oder ob das eine kleine Landebahn ist, das kannst du individuell entscheiden. Du kannst deine eigene Base bauen, ob du ein Radar hast oder ob du jeweilig das hast oder eine Landebahn oder eine Maschinenraum, Waffenkammer, das kannst du selbst entscheiden. Ähm, Da wird noch einige Sachen dazukommen. Das möchte ich natürlich alles nicht hier spoilern. Natürlich kannst du auch wieder essen, trinken oder auch sonstige Arzneimittel herstellen. Wir können auch wieder hier ein bisschen, das finde ich richtig cool, haben sie richtig geil gemacht. Man kann die jeweilige Funktion selber erstellen. Aroma, ist es das steril oder sonst was. Wir haben wieder ein Baumenü im Hintergrund zu sehen. Können wir wieder mal einige Sachen bauen, wie bei Fallout 76 oder bei anderen Bethesda-Spiele, können wir wieder mal eine kleine Base nach Eigensinnen bauen. Ob wir das auf einem anderen Planeten machen möchten oder dort, wo wir spawnen, das kannst du entscheiden. Ich empfehle, geh auf einen anderen Planeten. So kannst du deine eigene Siedlung bauen, deine eigene Fabrik in dem Sinne oder deine eigene Base. Ja, was ist wieder mal dabei? Es ist wieder mal ein kleiner, was soll ich sagen?
So ein kleiner Auswahl an vielen Sachen wie Rohstoffen, Aluminium, Metalle oder ob das Kohle oder ob das Energierohstoffe sind. Dies kannst du im Weltraum sowie aber auch auf auf den jeweiligen Planeten, wo du anreisen tust, natürlich auch erwirtschaften. Oder eher gesagt erbauen oder abbauen. Die Rohstoffe kannst du in Tanks oder auch in Kanister lagern. Kannst du auch natürlich auch direkt in eine Box verlagern. Natürlich, da wo du deine Base gebaut hast, kannst du auch natürlich auch Rohstoffe sowie auch natürliche Grundstoffe anbauen. Du kannst auch, wie wir jetzt gerade sehen, einen Hyperraum oder einen Gravitationsjump machen. Ähm, Das haben sie dann mit reingebaut, eine Schnellreisefunktion im Prinzip. Und das ist wieder mal hilfreich. Weil natürlich, wer hat Bock, 1000 Dimensionen, 1000 Planeten durchzureisen, um an den Ziel anzukommen, dann bist du bestimmt 3 bis 4 Stunden Echtzeit unterwegs. Natürlich sehen wir auch wieder mal eine sehr realistische, nachgemachte und sehr coole Animation an Triebwerke. Sie sehen auch, man kann andere Schiffe auch analysieren und sieht, was für Punkte die haben. So, wir können wieder erkunden, wir können erbauen, wir können erwirtschaften, wir können jeweilige Dinge tun, das was unseren Traum einfällt. Genau. Natürlich darf auch ein Weltraumkampf nicht fehlen und der ist hier natürlich wieder mal gegeben. Ob das bei Star Wars, ob das bei Fallout leider nicht so ist, aber es wäre cool gewesen, wenn es dabei gewesen wäre. Und hier ist es, haben sie die Wünsche, sind sie nachgegangen, wo sich die Community Bauern Bethesda gewünscht hat. Ein Weltraumkampf oder auf dem Planeten jeweiligen einen Kampf zu generieren, wäre schon cool und wäre schon echt eine Herausforderung. Was wissen wir natürlich? Bethesda ist ein Pro- und Contra-Entwickler. Er hat seine Pros, aber auch seine Contra. Kommen wir mal zu den Pros. Die Pros sind, die Qualität und die Animationen sind einfach natürlich wieder mal Bethesda-Style. Der Kampf sowie aber auch die Ladebildschirme sind natürlich individuell von Bethesda so immer schon so gewesen, aber ist aber auch nicht so das Dramatische. Was ist natürlich der Kontra? Der Kontra ist, es frisst so viel Speicher und so viel Arbeitsspeicher, das glaubst du gar nicht. Machst du ein Video oder machst du irgendwelche Reaction, dann ist es wirklich an der Zeit, dass du dir mehr Arbeitsspeicher oder eine größere Grafikkarte anhaust. Die Anforderungen der Grafikkarte, wenn wir mal drüber sprechen, sind so relativ mittelmäßig. Natürlich darfst du keine alte haben, wo das Spiel nicht unterstützen tut, aber das tut dir dein Treiber schon dir sagen. Die Animationen, wie, wie du sehen kannst, ist gut gemacht. Ja, jetzt kommt das Contra. Der Contra ist wie schon immer gewesen. Die Waffen sind nicht die coolsten, aber auch nicht die schönsten. Durchschlagkraft muss man sich erst erspielen. Und ja, naja. Natürlich, wie wir auch sehen, wird das Schiff, was neu ist, gibt es auch mal wieder sowas wie Raider oder Plünderer. In diesen Mal ist es ein Fanatiker. Du kannst entweder das Schiff einnehmen, es heißt stören, ausplündern oder ausschlachten oder natürlich auch in deine Werft verkaufen. So, wie wir sehen, können wir auch die Stadt, wo wir auf Mars District ankommen werden wir viel erkunden können. Wir können auch auf den Gebäuden rumrennen, wie es ein Assassine. Wir können Gegenstände bewegen, einsammeln oder auch schmeißen. Natürlich gibt es wieder dieser Bug-Vision, was Bethesda natürlich nicht ausgelassen hat. Die Figuren oder die Quests, wenn etwas im Weg steht, packt sich das alles fest. So.
Was sehen wir hier? Wir sehen hier wieder mal zahlreiche ähm, Kämpfe, Gegner und auch die Umgebung. Es ist wieder mal alles dabei. Es sind wieder mal so kleinere und aber doch ein bisschen unfaire XPs pro einen Tod oder Kampf. Natürlich, wenn du jeweilige Quests oder Aufgaben mehrmals machst, wird wieder mal XPs immer niedriger, bis du irgendwann mal nur noch 5 oder nur 3 nur noch erreichen kannst. Du kannst auch mit dem Schiff sehr, sehr krasse EPs sammeln. Wie du gerade sehen konntest, konntest du mit einem Kampf 1536 EPs sammeln. So, nicht nur die Galaktis ist richtig cool gemacht, sondern auch die Umgebung auf den jeweiligen Planeten, in den Gebäuden, die, ja, diese Stimmung, das Dunkel und doch wieder das Helle, ist abwechslungsreiche, ist doch recht amüsant und angenehm. Natürlich kennen wir das ja von Bethesda, dass die sich da schon reinhauen und dass sie schon ein wenig Geld dafür ausgeben, für die Spiele. Genau. So, also, wie wir auch sehen, werden wir auch gegen, ja, Kreaturen kämpfen, die wo, ich weiß nicht, eine Mischung von Spinne und 'n Oktopus oder von einer Krabbe habt, ist schon recht krass. Also, die haben auch verschiedene Versionen, ob das Gift, ob das Eis, ob das Splitz oder ob das Schlamm. Natürlich gibt es wieder die Bug-Use. Das ist, ja, wie soll ich sagen, gehört nun mal dazu. Wer kennt's nicht? Fallout 76 war voller Bug-Use. Die Supermutanten haben sich im Boden versunken, wie da, haben aus Treibsand nur der Boden bestanden war. So, ähm, es gibt wieder mal eine gewisse Quest-Funktion. Du kannst auch die jeweiligen Gegner auch ausrauben oder plündern oder auch die einfach verhindern, indem du die einfach täuschen tust. Was natürlich du halt dementsprechend machen tust, das ist dir selbst überlassen. Entweder du sagst das Richtige bei gewissen Plünderer oder du sagst das Falsche, wie im Hintergrund getestet, wird man direkt angeschossen oder direkt angegriffen, weil es könnte ja sein, dass du ein gewisser potenzieller Gegner bist und das kannst du natürlich nicht drauf liegen lassen. Nicht nur auf der Erde wird geplündert, sondern auch im Weltraum. Im Weltraum wird natürlich wieder mal geplündert, sowie auch Weltraumpiraten gibt es und auch welche Tarnfunktionen, wo die gewisse, ja, Gegner ein bisschen sich täuschen lassen. Naja, das war das Spiel gewesen. Das war das Krasse und eine, ja, krasse Funktion kam auch raus. Ähm, wie gesagt, das ist das Spiel gewesen, Starfield. Ich hoffe, dir gefällt es. Kauf dir das doch jetzt noch, solange es noch im günstigen Segment bleibt. Also, das war mein Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gern ein Like da und eine kleine Bewertung. Und wenn es dir so sehr gefallen hat und möchtest nichts mehr verpassen, dann schreib doch gerne mal in die Kommentare, was dir gefallen hat. Gut, schlecht, negatives, positives, ist egal. Alles kann dazu. Und ja, so wie auch hier, werde ich mal wieder nach ein Abo fragen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gern ein Abo da. Ansonsten auf Wiedersehen und ciao, ciao.